Grüß euch! Servus! Ja, nachdem wir im letzten Video auf der Fahrerseite vom Rudi unterwegs waren, kommen wir heute wieder auf die Beifahrerseite. Es geht um ein kleines, aber feines Gimmick, was das Camperleben um einiges angenehmer machen kann. Genau, beim Campen gibt es ja oft sehr heiße Tage und auch mal ein paar regnerische. Und da wird es dann zu dritt im Bus schon manchmal immer ein bisschen eng. Vor allem, wenn es dann auch sehr heiß ist, wird es im Bus meistens noch viel heißer. Deswegen haben wir uns jetzt ein Sonnensegel besorgt, was mit der Kederschiene befestigt wird. Die Kederschiene und das komplette Set haben wir von Camp Perfect. Da könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung gucken, da ist ein Link dazu. Und jetzt montieren wir die Keder mal dran. Kurz zur Info noch, wir haben die Kederschiene in Alu bekommen und damit die dann am Schluss zum ganzen Look vom Rudi passt, haben wir die vorab schon mal mit Herkuliner Black lackiert. Unsere Kederschiene ist jetzt dran. Nicht wundern, wir haben die jetzt gerade erstmal nur mit normalen Muttern festgeschraubt hier hinten. Später bei der Endmontage nehmen wir Sicherheitsmuttern, dass er auch schon fest und sicher ist. Uns ist gerade nur aufgefallen, dass der Lack doch nicht ganz trocken war. Also wir haben beim Festmontieren gerade ein paar Macken reingehauen. Von dem her tun wir die Kederschiene dann später nochmal runter und lackieren es über. Und dann werden wir es ja auch mit Sicherheitsmuttern montieren. Zur Positionierung der Kederschiene. Oft wird die Kederschiene hier vorne hingeklebt, hat den Hintergrund, dass einfach Wasser, was von oben kommt, nicht in die offene Schiebetür reinlaufen kann. Andere Position ist auch auf die Regenrinne hier drin. Beides wollten und konnten wir nicht, also vorne wollten wir es nicht hinkleben und in die Regenrinne können wir es nicht reinkleben, weil ja schon die Airline-Schiene da ist. Aber da ist uns jetzt das praktische System unseres Dachträgers zugute gekommen. Mit unseren Aluprofilen können wir wieder die Hammerkopfschrauben in die Querträger einfügen und daran haben wir die Kederschiene befestigt. Vorteil von der Position ist, dass die Kederschiene und dann später auch das Sonnensegel einiges höher ansetzt als hier an der Schräge. Somit haben wir keinerlei Probleme mit der Schiebetür oder mit der Beifahrertür, dass wir da in Konflikt kommen im Sonnensegel. Und zum anderen erwischen wir trotzdem den ganzen Regen, der senkrecht von oben runter kommt. Wenn er schräg kommt, dann haben wir da auch keine Chance. Aber beim normalen Regen, der von oben fällt, den erwischen wir alles, was hier anfallen würde. Also auch wir können die Schiebetür auflassen, ohne dass Wasser reinläuft. Und das Wasser, was auf der Dachhaut oben anfällt, kann weiterhin über die Regenrinne ablaufen. Also alles gut. So, wie ihr sehen könnt, steht unsere kleine Wohnraumerweiterung vom Rudi schon. Wir haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht und hat vielleicht so 3 Minuten gedauert. Also wir sind selbst überrascht, wie schnell das ging. Wird mit der Zeit und der Übung sicherlich auch noch ein bisschen schneller werden. Also von dem her zeitmäßig absolut kein Problem. Unser ganzes Setup, was wir vom Camp Perfect haben, besteht im Prinzip aus 3 Bestandteilen. Das ist zum einen die Kederschiene, die ist 2,40 Meter lang. Dazu haben wir passend ein 2,40 Meter
breites Sonnensegel und in unserem Fall ragt es 2,50 Meter raus. Wir stellen maximal 3 Campingstühle und einen Tisch drunter, also wir sind nie länger an einem Ort, dass wir da groß Außenküchen oder sonstiges aufbauen, von dem her reicht uns das völlig. Wer aber größeres Sonnensegel braucht, einfach mal auf die Homepage von Camp Perfect schauen, die haben auch noch andere Größen im Angebot. Was man noch zum Sonnensegel sagen muss, es trägt eine Wassersäule von 2000 mm und hat einen Sonnenschutzfaktor von 50+, also sonnenbrandmäßig auch kein Thema. Als letztes haben wir dann noch unsere Teleskopstangen. Die sind super praktisch, man kann jede Höhe einstellen, an den Untergrund anpassen und auch wenn es mal regnet, kann man eine davon ein bisschen runterlassen und dann läuft das Wasser schön zur Seite weg. Aber der besondere Clou, finde ich, sind die Abspannschnüre der Teleskopstangen, weil die haben ein schickes Neongrün und jeder, der auf Festivals schon mal war, weiß, wie wichtig es ist, dass man Abspannschnüre gut sehen kann. Also machen sich echt gut. Ja, jetzt werden sich so einige fragen, warum machen die eine Kederschiene hin und nutzen Sonnensegel und nehmen nicht einfach den Luxus von einer Markise, die man rauskurbeln kann? Es sprechen einfach 3 Gründe gegen eine Markise. Das ist zum ersten das Gewicht. Zum zweiten benötigen wir nicht ständig eine Markise, also ein Sonnensegel. Daher bauen wir es auch nicht jedes Mal auf. Und zum dritten, und das ist eigentlich der wichtigste Grund bei uns, war eigentlich die Optik. Wir wollten keine Markise draußen am Bus dran haben und die Kederschiene, die fällt einfach nicht auf. Die ist unterm Aluprofil versteckt. Und wenn man es eben wirklich nur benötigt, dann bauen wir eben das Sonnensegel auf. Und ansonsten versuchen wir uns Plätze zu suchen, wo schon schattig sind und wir dann diese Markise oder das Sonnensegel gar nicht aufbauen müssten. Aber wir haben es jetzt im Gepäck und wenn wir es brauchen, können wir es eben rausholen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Da würden wir uns super drüber freuen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao.